Morgens Kirche. Gott ist hier in unserem Erde, Amen. Uns König ist hier. Und er will mit uns taub Gemeinschaft haben, er will uns segnen, er will bei uns sein, und er will uns leiden, er will uns führen von der Morgens. So wir geben am Preis, wir geben am ihr. Wie können wir mit unserem König taub sein? Wir können zelebrieren, dass wir sind da, was die Gewinner sind. An Jesus Christus, Amen. Andere Dinge, dass wir freuen uns sagen, dass diese Weg, Freitag und Sonntag, und dann können wir uns Ignite Men's Conference haben. Wer ist excited für dort? Ja, Amen. Das wird eine gute Zeit sein. Andere Dinge, ich will Ihnen einladen, alle Männer, zu morgen zu Uwes, halb 8 hier so. Und wenn jeder Jankert kommt, bet hier mit uns taub, wir wollen was ich schreien, Gott, dass er wird mit uns sein, er wird uns leiden und führen, und all das Ganze, was wir geplant haben, dass Menschen wollen gesegnet werden, die wollen frei werden, die wollen Frau werden, die wollen Gott erfahren, die wollen was sie nach Himmel haben. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen haben, dass immer wahr, weil wir nie beleben können mit den Herrn. Und das wird wir das tun. Und so, Gott hat alle Ehre dafür. Amen. Halleluja. Wir haben noch einer letzte tun, ein paar Wochen wieder. Zwei sind ja von nun, das ist der 15. März. Ich habe mir eine Botschaft zu bringen und Gott ist ein Gott, was die Wunder tut. Und wenn die muss ein Wunder erfahren von Gott, würde ich fragen, dass die mich kontakten, was das ist, würde ich mir vielleicht abholen oder eine Message schreiben. Und wir haben gewisse Dinge zu erwähnen, was Gott tut, wo Gott Wunder tut und wo hat Wunder getan. Wir glauben und dass Gott tut Wunder. Und wir wollten er tut. Und so, wir wollen uns von nie Mut abheben und wir nie unseren Glauben abheben an Gott und utschieden in den Arm, dass er wird von nie mehr Wunder tun. An unserem Erde und rundum und wo immer wir gehen, dass der Riefer von Gott wird durch uns ran und dass er wird uns beleben und Menschen werden angerührt worden von wer er ist und dass er wird Menschen heilen und er wird sich bewiesen in verschiedensten Wegen. Und ich denke, dass wir haben immer eine Gelegenheit zu geben zu Gott und von Deus kriegt so, war eine Zeit, wo wir geben tun, dass das ein Titel ist, oder dass das ein Opfer ist, dass das erst einfach ein Dankeschön sein zu Jesus. Wenn wir das tun mit Frieden, wenn wir das tun mit Mut, wenn es geht, Gott sagt, ein goldener Mutchen, Jever hat heil Life. Und so wenn wir das tun, welchen Jever hat heil Life. So himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du in unserem Erd bist. Wir danken dir, dass dein Yes hier ist. Wir geben dir Ehre und Anerkennung von dir und für immer. Und wir heben deinen Namen hoch, wenn wir wollten. Du hast kein anderer Namen, mit dem wir können gerat sein als durch dich. Und Jesus, wir danken dir, dass du willens wirst, zu sterben für uns, leiden für uns, abzustehen und anzustehen immer weiter wie dem Vater. Wir geben dir Ehre und Anerkennung. Wir loben dich und wir preisen dich. Wir wollen von dir mit dir bis Gemeinschaft haben, wollen die loben, die anerkennen. Und möchtest du von dir wahre besondere Dinge tun, so als du das tust. Du bist ein wiedergewöhnlicher Gott und wir geben dir Anerkennung im Namen Jesus. Amen. Wenn wir abstehen, werden wir Gott preisen. My yes to you today. I choose to hear your voice and live today. I choose to follow you. As for me and my house, we will serve you. As for me and my house,
great heights today. Wonderful Counselor, everlasting Father, eternal King, Lord of hosts, willingly we follow you. Today I choose to give my yes to you. Today I choose to hear your voice and live. Today I choose to follow you. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my doom till I met you. All my failures I tried to hide. It was my doom till I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old name knew Jesus when I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave,
glorious day. I needed rescue, my sin was heavy. The chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, 'cause when you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Dat nächste Leid ist Leid, was mir leidvoll wird, euer wieder in den Kirchen brachten. Das ist ein paar Monate drei. Dann eine Haft noch mal in der Nacht, wo die so viele Gedanken durch den Kopf ran. Und ich kann nicht leicht drüber damit. Aber ich hatte eine Nacht, wo ich mich plötzlich switchen. Und we zijn, ik zag me weer nu plot iets aan schrik en beduren, wat heeft ik schrik, heeft ik met gruwel, bij allemaal panic en anxiety. Falls ik zo dat wil bloß, dat kwam aan en dat kwam aan en dat wil me niet toch lopen. Schließlich nu ben ik me mal mijn phone en mijn headphones en knallt me mal bezien baardoel en mute me dit light aan. En dat weer een paar Wieden aan. Dan valt ik dat is de finsternis. Was ganz verschwunk. En de Himmel wie klar en Gottes Jeng wordt weer als een stad. So, ik wil je het merken, God is so groot, dat is niet voor niks, dat Psalm 100 redt van, dat ons prijs, God laat ons aan zijn poten en onze dankbaarheid, dat brengt ons aan zijn verhoffenen. Dat is waarheid. So, wenn wir das Lied singen von der, singt dort im Horten, in Dankbarkeit, wer wir Gottes Gegenwart erluden, wer wir am hier willkommen heißen. That silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are and we proclaim victory. Let it rise. Let praise arise. We'll sing you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive as we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation done, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Let it rise.
what heaven sounds like. This is what heaven feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise. We'll make down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. All creation, God, now we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Dine nåd ist tau verloren, hon mine det, fast mine hånd mir från det moment hvor det kommer, hvor jeg mit liv, hvor jeg ser, for den skøjne fanger. Min gång til leben besteht trøne. Min gång til leben besteht så godt. Så langt hos det mere står leben, hvor jeg ser, for den skøjne fanger. Jeg glad dine stemme. Du let mig tänka något fria, men det dunkla bäst i ditt Jesus kan undra. Jag kan Jesus en fråga, jag kan Jesus en fred, en äcklig.
Schönheit von Gott. Wächst die von der Schönheit von Gott. Voor die beste zijn. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mire. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Ik wil geen beetje wat rasje zijn. Ik kan niet helpen, jij is gevrouw. Hij is gemaakt ons. En hij redt ons alle oren bank bij bank. Ze vraagt dan wat het is wat ihn van jou fehlt. Hij wil ihn dat geven. Neem dat aan. Neem dat in je hart en just soak hem up. Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Detrás de Sion tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso
andere Momenten dann kommen, wo Gott besonders uns begegnen, dass es eine steht, wo wir nicht reden wollen. Amen. Gott, das Wort von dir an unserem Herz. Ich würde Luther sind ja haben uns unterhalten von einer Zeit für alles. Du hast eine Zeit für alles. Es ist eine Zeit zum Geburt, eine Zeit zum Sterben, das ist eine Zeit zum Sehen, das ist eine Zeit zum Ernten. Das ist eine Zeit für alles. Und von der ja mich kleines wieder zu gehen mit dort. Und Lehrer Kapitel 1 und Vers 3, wo ich Vers 1 und 7 und 8, ja, mir von Anfang zu lesen, sage ich, alles hat seine Gelegenheit. Du hast eine Zeit für jede Sache auf der Erde. Und Vers 7 sagt es, still sein hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Gut sein hat seine Zeit, verlegen sein hat seine Zeit. Kriegen hat seine Zeit. Friedlich sein hat seine Zeit. Alles, für alles hast du eine Zeit auf dieser Erde. Und meine Botschaft will ich von dir an, lass die dort reingehen. Alles, was Gott gemerkt hat, wo wir leben auf dieser Erde, haben wir danach getan. Durch alles, wo wir durchgehen, alles, wo danach will er haben, dass eigentlich wir sollen uns dort reingehen lassen auf dieser Erde. Und an so Arbeit, und alles, was wir tun, sollen wir uns dort reingehen. So, von dem mein erstes Werk wird von reden von Stillsein auf seine Zeit. Oder reden auf seine Zeit. Und wenn wir uns denken, dass Stillsein auf seine Zeit und reden auf seine Zeit, dann denken wir vielleicht an, dann denken wir nur an unseren Müll, nicht? Weil das einmal vielleicht nur Brot ist, oder einmal sagen wir vielleicht mehr Krautfretig und so weiter. Ein Sprichwort sagt es dass du wirst eine Klücke Öl, und der wird ab dem Baum, und du wirst gemütlich. Und je mehr er sagt, je weniger redet er. Und je weniger er redet, je mehr hört er. Ich glaube, einmal in der Leben ist es bei uns auch so steht, nicht? Einmal wenn wir ab einem sich still worden, dann hier wir mehr, nicht? Oder wenn wir, je mehr wir hören, je mehr kommt zu uns, je mehr können wir abnehmen und so weiter. Und ich glaube, das ist vielmehr wichtig, dass wir uns dort lernen und durch die Kraft von Heiligen Geist uns die Weisheit geben, die Weisheit geben, wo wir können uns das Beste beholen, mit dem Stillsein oder mit dem Reden. Jakobus sagt, jetzt ist das Vers 1, Vers 19. Meine liebe Brüder, seid schwind bei der Sache zum Horchen. Ihr war leicht gut, was ihr reden, und was nicht leicht da. Sie das erst vielmal durch dem Reden, dort wir da waren. Ich finde, erst einmal jemand hat wer was gesagt, und dann regt uns dort an, und er sagt, wir sollen abpassen, dort wir nicht völlig reden dann, und dort wir nicht völlig da waren, dann, dort wir lieber horchen dann. In Sprüche Kapitel 10, 19 sagt es, wo viel geredet wird, gibt das Unsinnen nicht auf. Wer überweit, wenn er stellt zu sein, ist klug. Ich glaube, dort ist wirklich ein Ding, nicht? Wenn wir wollten, wenn er stellt zu sein, dort ist klug. Wegen, wenn wir geredet haben, dort haben wir uns mal im Trouble angebracht. Ich glaube, ich sage, vielleicht einer von denen, der das nur gut belebt hat. Und wenn wir reden, dann kommen wir im Trouble an. Aber wenn wir still sind, dann das wird eine kluge Ding sein, was zu tun, still zu sein. Und er sagt, wo viel geredet, dass du jedem einfach am Sinn an. Da meint so viel, du wirst leicht geplüdert, du wirst leicht erneuert geredet, du wirst vielleicht leicht
Ist was gerät, was nicht gut ist, was nicht einer den anderen abbühen wird und so weiter. So, es ist wichtig, dass wir nur abpassen dann. In 20. Vers sagt es, die einen Gerechten seine Zunge reden, sind so aus Achter selber. So, dort ist gute Wert, hat viel Wert. Amen. Sagt, über einen Gottlosen seine Gedanken sind wenig wert. Wir wissen, dass, wenn die Gedanken nicht reich sind, dann bringt das Beschuden, wenn die Gedanken, die bringen zu der Wehre, und dort der uns viel Hindernis bringt. In 21. sagt es, durch einen Gerechten seine Wehre waren viele gehalten. So, wenn irgendwie gerecht sind, wie dann der rechte Tit, der rechte Sein, dann waren viele Menschen dadurch gehalten. So, das heißt eine Tit, wo wir reden, da ist eine Tit gekommen, wo wir reden sollen. Und wenn wir dann reich reden, dann wir sind mit der Gerechtigkeit von Gott gefällt, dann können wir viele Menschen halten und können viele gehalten werden. Und wir sehen das immer weiter. Wenn wir kicken dann im Alten Testament, wir kicken nach den Propheten und so weiter. Und wenn sie was sein, dann das wird immer weiter, das Haupt der Menschen, nicht so, das Haupt des Volk Israel, dort sie können Pferde weichen. Das Volk, das wird gehalten durch die Wied, durch gute und gerechte Wied. So, es ist wichtig, wenn es die Wiede, was wir reden, der haben viel Kraft, nicht? Wir, was Jörn trägt und hilft wir uns viel von was von der Kraft alles haben, wenn wir reden dann. Und Psalm 141, Vers 1 sagt es, O Herr, ich raub, komm schwind her, horchne mich, wenn ich dir raub. Mach mein Gebet fertig kommen, aus ein Rückopfer, und mein Häng abheben, so aus ein Ofenopfer. So, hier sagt er, ich kommt in den Garten, er fragt Gott, dass er was schwimmen kommt. Und einmal dann fallen wir ans Schuldig, nicht? Wenn wir Gott fragen, dass er nie was tun. Dann glaube ich, dann darf ich Gott fair sein, nicht so? Aber Gott, der will. Er will schwimmen, was tun. Er will bei uns sein und so weiter. Er will die Dinge tun. Und das ist nicht, dass wir nicht können fragen, dass er schwimmen will, was tun. Er ist immer uns zu halten. Und wenn wir in Schwierigkeiten sind und so weiter, er ist reut, uns wirklich halten. Und er sagt, dass er kommt fair an. Und das muss so sein aus einem Rückopfer. Das muss so sein aus einem guten Parfum. Muss das sein. Und er sagt, dass das muss auch ein Ofenopfer sein, so dass er seine Häng abheben wird. Und wenn wir denken dann an die Häng abheben, was meint das zu uns, oder was meint das zu ihm, wenn er an das denken wird? Das sagt dann, wenn wir das studieren, das sagt das, so als er bringt ihm ein Geschenk. Er bringt ein Opfer an. Am Haft wird gekostet und so er bringt nie was für den Thron. Das ist, wenn er seine Hänge abheben wird, das ist, wenn er ein Geschenk zu ihm bringen wird. Er bringt ein Geschenk zu ihm. Und ich glaube, einmal, wenn wir sollen darüber nur denken, wenn wir unsere Hänge abheben, dann wird Gott sagt, wir sollen unsere Hänge abheben, wir sollen heilige Hänge abheben. Und wir tun das, wo wir wollen was zu ihm bringen. Wir bringen ein Opfer zu ihm, wir bringen ein Geschenk zu ihm. Wir geben uns Hand zu ihm. Wir wollen gute Wert reden. So, wir prachen ihm, dass er uns was halten, gute Wert zu bringen. Und dass wir wollen gute Wert reden. Er sagt, stahl einen Wächter über mein Mühl, o Herr. Wirk über meine Lamm. So, er fragt einfach, dass Gott wird am Halten und wird über sie Mühl wirken. Mir ist das interessant, immer weiter, wo wir kann Gott eine Dinge fragen, wo wir uns wollen selbst beherrschen, nicht? Aber dass er uns was Kraft geben und dass er was mit uns sein. Mir ist das sehr interessant zu denken, wir beten auch einmal so ein Gebet, nicht? Oh Gott, halt mir an das, halt mir an das. Aber zum Beispiel, wir würden vielleicht unterstehen, wo wir so denken, weil das sollten wir all selbst sein dann. Aber wir können Gott an all das nach immer weiter fragen, wo wir uns benehmen können und wo wir reden können, einer zu den anderen. Und denken, dass immer weiter ist es wichtig, dass wir unsere Zunge reich beherrschen dann. Und dass immer weiter, wenn wir denken dann, wenn wird verkämpft, dass wir denken, dass wir wollen das Rechte sein. Nicht?
Wegen einmal, du kannst Gedanken an die Namen, nicht? Ich weiß nicht, wenn unsere Gedanken kommen, fangen an, wie wir im ersten Wort wollen sein, nicht? Das Letzte, dann rede ich von Racker, nicht? Und einmal kann ein Wort uns nennen. Und wir wollen erst was wollen sein, aber wir beherrschen uns, nicht? Nächstes Mal, dann haben wir uns weitergetan, dann sagen wir ein Wort, nicht so? Ich weiß, das kommt einmal darauf an, dass du sind Dinge an uns bern, aber wir wollen haben, dass Gott soll uns halten an dort. Und wir können Gott freuen nur, dass er uns wird halten, dass wir wollen der rechte Wieder sein. Dass wir wollen still sein, wenn das fehlt, und dass wir wollen reden, wenn das fehlt. Und vielmal, wenn wir, ich glaube, viel mehr, dass wir still sein, als dass wir reden. Wegen, vielmal dann sei wir in Gedanken, wir sein, aber wir haben nicht wirklich über nur gedacht, nicht so? Wir können Gedanken zu uns nennen, so dann sagen wir das für sie. Einmal dann planen wir vielleicht ein Ding. Und dann kommen uns Gedanken an, dann sagen wir den Gedanken, dann haben wir über nur gedacht, und nur dann hier wir einen anderen Gedanken, dann ist der viel besser. So, einmal ist es wichtig, dass wir nicht fortwärts sein, aber einmal ist es wichtig, dass wir abstehen und sagen, hey, das ist ein Gedanken, was ich habe, und das vielleicht so wie das oder dort oder ja. So, es ist wichtig, dass wir nicht bloß ein oder das andere tun, aber dass wir wehr sind an all diese Dinge. Sprecher sagte, die tunghafte Gewalt über Dauten leben, in wir hier redet, wird er die Frucht leben. So, was wir reden, dann, das was wir leben, sagt er. Dann wollen wir die Frucht, die wir haben. So, du nur, was eigentlich reden, du nur, was wir leben. Und du nur, was wir ernten. So, wenn wir reden, so dass wir kein Gutes ernten. Wenn wir so reden, dass wir nicht brauchen Schlechtes ernten, aber dass wir Gutes können. Das ist wichtig, dass wir das tun. Der Wort Gottes sagt, unsere Rede soll immer angenehm sein. Und, in Kolosser Kapitel 4, Vers 6 sagt es, die Reden soll immer leichttulich und interessant sein. Bei mir geht, einen jeden so zu antworten, dass er gut für ihn ist. So immer war er zu den Nächsten reden, dass er gut für den Nächsten ist. Dass es leichttulich und interessant ist. Wir sind auch andere Wege, wo wir können denken, wo wir vielleicht sollen über nur denken, wir reden dann. Ein denkt, dass dort Wahrheit, nicht so? Einmal dann sagen wir, weil ich sehe bloß die Wahrheit. Jana, der hat sich schlecht gefallen, aber ich sehe bloß die Wahrheit. Nicht immer die Wahrheit sein als der Beste, einmal still sein als besser als die Wahrheit sein. Vielleicht, ich weiß, das ist Wahrheit, das ist so. Das ist einmal besser still sein als die Wahrheit sein. Wegen vielmal dann, weil wir die Wahrheit brauchen, um den nächsten Duel zu killen. Aber als das Wesen dort zu tun, das sollen wir uns erst fragen, nicht? Als dort helpend, wenn wir das sein, was wir sein. Oder der das den Nächsten inspirieren, wenn ich was sein darf. Als der den Nächsten abheben darf, wenn ich was sein darf. Ich glaube, wir sollen eine Kirche, wie es sagt, wir sollen einmal leichttulich reden. Und andere Ding, als das nötig, dass ich das sein darf. Und als das sanftmütig, dass ich das sein darf. Ich glaube, wenn wir uns diese Dinge einmal wahren wollen, wenn die wirklich wollen in uns geprägt sind, dann wollen wir viel besser können, zu der rechten Zeit reden und zu der rechten Zeit still sein. Und wir wollen kein Fairweg mehr. Und das dort ich glaube, das sind gute Prinzipien, die wir können anwenden, damit wir rechte und gute Verhältnisse haben, untereinander und manch uns. Das wird uns helfen, damit wir nicht andere wieder haben, und das wird helfen, dass wir uns untereinander besser leben und besser annehmen können, und nicht und dass wir uns untereinander besser, wir wollen uns besser vergeben können, und all diese Dinge ist dort. Und er hat wieder, und er sagt, dass es eine Zeit am Gott zu sein oder verlegen zu sein. Verlegen zu sein, ich weiß nicht, was er meint, aber ich dachte, okay, das meint, dass ich du allein, oder was meint er, verlegen sein, viel sein, oder einmal einer kann an sich Sprache nicht sagen, nicht? Und, aber was er meint, ist entweder Gott sein oder Hosen. Dann fangen wir doch ein bisschen an zu denken,
der Schreiber sagt, das ist eine Zeit zum Gott sein oder zum Horsen. So, wo werden wir dort alle erreicht tun, nicht? Wir sollen ja auch zu allem Gott sein, wir sollen doch alles Gott sein. Aber ich glaube, du hast eine Zeit, wo wir Dinge horsen, aber nicht, wo wir Menschen horsen, nicht so? Wir horsen den Sinn, aber wir horsen nicht den Mensch. Und so steht, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir noch abhorsen, dann dürfen wir bald den Menschen rächen und dann dürfen wir nicht dort, was Gott wohlgefällig ist. Und das ist eine Zeit zum Gott sein, ich glaube, eine Zeit zum ans Gott sein, da können wir nach uns mal üben, nicht in unser Meer, uns wirklich gut sein. Dann unbedingt, er geht wieder und er sagt, das ist eine Zeit, wo Kriegen als der rechte Ding zu tun. Und wir denken so, als Krieg dort, besonders wenn wir von unserer Vergangenheit kicken, oder von da, wo die Mennoniten herkommen, wo wir vielleicht von Rüd geboren sind oder was immer, dann sagen die Mennoniten, die sind wehrlos, so dann können wir kein Mal kriegen, nicht so, dann können wir kein Mal nicht, und doch kriegen sie alle Tag, nicht so. Ich habe mir das erstaunt, haben vielmal an einer Schule eskaliert, wenn besonders an einer Schule, wo die Mennoniten sind, die lernen, die muss wehrlos sein. Aber wir sagen nicht, dass die eine Fähren schmieden, mit dem, was die Müll rüberkommt. Für mit dem, was kriegst du sagen, ich kriege aus was die Armee kriegen, nicht? Dort der schlagen, dort der vernichten, und so dann die wird auch vielmal, die dann schlagen und die dann vernichten. Und denken wir nicht daran, dass Gott hat uns gemerkt zum Kämpfen, anstatt zum Wehrlos sein. Wir machen das gewerblich Recht brauchen, das alles. Und wenn wir denken dann, wenn das Land nach Kämmel gekriegt hat, ich will nicht mal das Daus und Nidos nehmen, wenn die stets nach Kämmel gekriegt hat, dann was würden sie tun, wenn die Fienden wären, dann würden die Fienden übernommen haben. Aber was tun sie? Sie kriegen, damit sie können Frieden haben. Wir wollen Frieden haben. Er sagt, das ist eine Zeit zum Kriegen und das ist eine Zeit zum Frieden haben. So, du machst einmal, was du willst kriegen, damit die kannst Frieden haben. Du willst machen gegen den Sultan kriegen, damit die kannst Frieden haben. Du willst machen immer weiter kämpfen, damit die kannst Frieden haben. Das muss nicht sein. Aber Gott seine Wege sind so dort. Und die merken sein, wenn wir dort erst sein tun. Wenn ich kämpfe und jeden so tun, dann habe ich Frieden an meiner Seele. Und wenn ich weiß, ich sende Gewinner. Ich habe Frieden an meinem Hort. Paulus, er kämpft sein Leben, sozusagen. Er kriegt gegen die Verfolgung. Ich sage, er ging gegen die Verfolgung. Er war verfolgt und er schob den wieder. Und dort sagt er, auf einer Stelle sagt er, dass er hat 1,5 Jahr, du wirst am Frieden. Würde ich sagen, du wirst keine Verfolgung, was jeden am kommt. So er wird am Frieden können leben. Wir haben so viel Frieden gehabt und nicht Verfolgung. Und wir merken dort nicht, dass wir so gut am Frieden haben. Und wir jammerieren viel, wo wir sind, nicht so. Aber wir müssen uns mal kriegen, damit wir Frieden haben. Und so, das ist wichtig, dass wir diese Zeiten weiten, wenn wir kriegen machen und wenn wir machen friedlich sein. Und so, Gott wird uns helfen in all diese Wege. Ja, mir wieder zu lesen in Salz in Kapitel 3, Vers 9 sagt es, was nützt den Arbeiten, den Streben? Wenn wir denken, was nützt uns dort? Er sagt, wir gehen durch diese Zeiten durch im Leben und er hat über nur gedacht, was nützt uns dort Arbeiten, sagt er. Dort Streben, sagt ich habe nur gesehen, wegen der Arbeit, der Gott den Menschen gegeben hat, dort sei der Donen. So als er dort angeführt hat. Laat die Zeit sich für alles schauen und er hat den Menschen eine Unung gegeben von Tiden, von der wir nicht wollten, wir waren niemals alles, was Gott tat, von Anfang bis eng verstehen. Ich glaube, dort können wir Amen zu sein. Ich sage, wir können nicht einmal alles verstehen. Er wies uns einzelne Dinge, aber wir können nicht einmal den Anfang, aber dort eng sein. Wir wollten uns Leben haben angefangen, aber wir können nicht dort eng sein. Wir fangen an in ein Jahr, wir fangen an der Süd zu streben, wir gehen in Hoffnung, wir wollten nicht, was die einen gut sein oder was die nicht sein. Wir können nicht einmal dort eng sein. Oder wir gehen evangelisieren, wir wollten das als der Raub von Gott, aber wir wollten nicht, wo wird sich ausdrehen, nicht so? Wir wollen bloß dort tun, was er uns da geschickt hat.
sagte, dann ward mir dort klar, du hast nicht später für einen gegeben, als dort einer sich dort am Leben schein gehen lässt und Gott lebt. Er sagt, am erst über dem klar geworden. Und so, ich habe antwortet von dir klar, war es noch nicht erst klar geworden, dass wir sollen uns dort schein gehen lassen in unserem Leben. Wir sollen uns dort schein gehen lassen. Soll bis mal schein gehen im Leben. Sagen, well, das kann ich immer, nicht? No, das geht nicht immer. Aber ich sage, in Gott leben. Wir sollen Gott leben. Gott leben meint, wir tun das Rechte, wir streben für das, was reich ist. Wir sind Gott einer zu den anderen, wir reden das Rechte und wir sind still zu der rechten Zeit. Sagte, dort meint dort einer Art und drängt in an all seine Bemühungen sich dort schein gehen lässt. Dort kommt Allah von Gott. Dort hat sich schein, nicht? Wir können arbeiten, wir können alles tun und wir sollen uns durch schein gehen lassen. Sagt er, dann, wie dort, dann sollen wir essen und wir wollen trinken, wir wollen bis dort schein gehen lassen. Und wir können uns dort gleich anders schein gehen lassen, das wollen wir nicht essen und trinken. Nicht? Wenn dann, wo wir schwach, dann uns Körper ist nicht zu brücken, wollen wir nicht essen und trinken. So, essen und trinken ist ein Port von unserer Arbeit. Das ist ein Port von den schein gehen lassen. Und wir sollen immer weiter uns dort schein gehen lassen. Wegen Gott hat das gemerkt, dass wenn ich schaffende auf der Stab oder an der Office oder wo immer, an der Schaf, wo immer wir sind, du sollst alle nicht dort schein gehen lassen. Wegen Gott hat uns diese Arbeit gegeben. Niemand, ich war da nicht. Uns geht das noch manchmal so. Aber Gott sagt, lass ihr dort schein gehen. Lass ihr dort schein gehen. Ich kann die zu berauben, sagt er. Ich kann die berauben, dass die sollst die Arbeit tun, die sollst die dort schein gehen lassen. Lass die dort schein gehen. Und wenn du Zeit hast, dann merkt die den Eten rein, dann merkt die den Wutter oder den Zerrer rein, und dann lass die dort gut gehen. Und eet und trink und lass dort gut gehen. Und wir wundern uns, wenn die Menschen eten und trinken und lassen sich dort schein gehen, nicht so? Wir wundern uns viel mal darüber. Man, die kann ich immer bis Party haben, nicht? Aber wir uns dort schein gehen lassen. Aber weil wir Gott leben. Er sagt, Gott leben und schein gehen lassen. So Gott leben, als dass wir uns anstreben tun. Wir machen Anstrengungen in unserer Arbeit. Wir tun uns Bastet an der Arbeit. Das ist dort, dass wir immer weiter luten den Geist Gottes an uns arbeiten. Das ist dort, wir tun, dass die Frucht von den Geist, die kommt immer weiter raus. Und wir Gott leben und dann leben wir an Leib. Dann leben wir an Frieden. Dann leben wir in Frieden. Wir probieren in Frieden zu leben. Wir sind geduldig. Geduldig sind wir dann. Freundlichkeit bewiesen. Gut gesonnen sein. Wir können gut gesonnen sein, wenn alles schwer geht, nicht so? Weil wir kicken, der Geist Gottes lehrt uns, wir machen nicht bloß nur die Umstände, wir machen uns nicht bloß an dort vertiefen, aber wir machen uns an dort vertiefen, was der ewig ist. Und dort werden wir uns kein Schein und dort werden wir gut gesonnen sein. Even an den schweren Zeiten. Dort werden wir Glauben haben. Wir haben Glauben. Und Gott Leben haben, dort ist dort wir an Glauben leben dann. Dort wir geländig sein. Dort wir uns selbst beherrschen können. Dort ist ein gutes Leben. Wenn wir dort kommen, dann geht es doch wirklich sein, nicht? Wenn wir uns können beherrschen, erst es angerieben gewesen, wir haben uns können beherrschen, man, die nur jetzt uns das scheint, nicht? Ich frage mich dort nicht, dürfen mir so gut mehr. Dort wir uns das schein gehen lassen in unserem Leben. In Lieder Kapitel 2, Vers 24 sagt es das. Der Mensch kann nicht besser tun, als eten und trinken und sich zu seiner Arbeit frei. Eten und trinken und zu seiner Arbeit frei. Mir war dort groß, dass Gott uns dort durchgreift. Wir können ohne eten, wir können eten, sich zu was freien, sagte. Gott sehen gute Menschen mit Weisheit, Verständnis und Frieden. Er sehnt uns als gute Menschen, wir haben verlangen, Gott zu sein, er wird uns segnen mit Weisheit, Verständnis und mit Frieden. Wir wollen Weisheit, wir haben Weisheit da. Und Weisheit, das wird uns fehlt, nicht so? Uns fehlt dort einmal wahre Weisheit. Und
Und Jesus sagt, wenn uns dort um Weisheit fehlt, dann selber am Frauen und er wird uns Weisheit geben. So wir haben immer ein Reich zu der Weisheit. Wir können immer durch Handlang nach der Weisheit. Wir können dort immer Handfuhr. Dort ist es, wir gehen sagen, wir wollen was tun und wir gehen an den Schmieden, dessen Schlüssel empfiehlt uns. Dann nehmen wir den Schlüssel. Dort ist, wenn wir nur den Thron gehen und sagen, wie viel uns fehlt Weisheit, dann sagt er uns den Schlüssel und dann gehen wir in Brück für die Weisheit. Dann haben wir Verständnis. Uns sind die Dinge klar über dem. Wir haben Verständnis von Dingen. Uns ist das deutlich. Und wenn wir all das haben, dann haben wir Frieden. Weißt du was, wenn wir uns das Schein lassen am Leben, und wir haben das Weisheit, wir haben das Verständnis, dann haben wir viel mehr Kraft. Wir haben viel mehr Energie zum Schaffen. Wegen wir weiten dort. Gott hat uns dazu berufen. Und wir weiten dort. Gott sagt, das ist, was die so tun. So die kannst gehen und Frieden. Und die hast Kraft, und die hast Mut, und die hast Sieg an den Dingen. Und er sagt, dass er will, dass wir alle als Kinder Gottes, wir sollen alle fruchtbar sein, und wir sollen alle gediehen, wir sollen prosper sein. Das ist, was er will haben. Und ich glaube, das wird uns halten, wenn wir das wollen umwandeln. Wir wollen reich reden, wir wollen reich stellen sein, wir wollen Gutes tun, wir wollen gut sein, und wir wollen gutes Leben haben. Vieren. Dann wollen wir Frieden haben, dann wollen wir eine Frau leben, und wir wollen mit dem nächsten Tag uns das Schein gehen lassen, und wir wollen essen, und wir wollen trinken, wegen der Herr, der hat uns gesehen. Amen. Gott ist gut zu uns. Gott ist gut. Und er raubt uns Ried von dir. Er raubt mir in die Ried. Und er sagt, lass ihr das gut gehen. Lass ihr das gut gehen. Kijk naar wo der Herr gut ist zu dir. Und dann lass ihr das gut gehen. Vielleicht denke ich so, ich darf mich weiter sprechen. Anfangsjahr dann rede ich von nicht Hosea eten und so dort. Und dort ist du alle mit bei, nicht so? Du sollst mir reich verstehen an. Dort wird Gott ist, der sich nicht weiter sprechen. Wir sollen abhosten an uns. Aber heute haben wir sollen uns das schenken lassen. Heute haben wir sollen im Frieden sein. Wie gut habt ihr das gegangen, der letzte Weg? Wie sehr hast du dir das lassen schenken, das ist der letzte Weg? An deine Arbeit. An deinen Raub von Gott. Wegen der Arbeit, was du ist, du hast einen Raub ab, was Gott dir gegeben hat. Wie sehr haben wir uns das lassen schenken? Wenn wir kicken, als du Dinge sind in unser Leben, was wir sollen zur Zeit drehen, dass wir dort tun, was Gott sagt, was wir sollen tun, uns das schenken lassen. Lass ihr das schenken. Von der, wenn du in ein Haus fährst, oder einen Weg fährst, spazieren, oder die Arzt mehr, dann lass ihr das gut gehen. Denk um Gott als gnädig. Wenn Gott sie nicht genug, kann ich das alle tun. Wenn Gott gnädig ist, kann ich mir das schenken lassen. Sie das erst bestärkt genug, dass unsere Sinnen verjährt sind. So deswegen können wir uns das schenken lassen. Gott ist wundervoll. Alle für uns Worship-Team wollen abkommen. Wenn wir uns das schenken lassen, wenn wir nach unseren Gott kicken und Anerkennung geben. Wenn uns dort an Dinge fehlen, dann werden wir fair ankommen für seinen Thron mit Berufheit und am Frieden. Wenn wir zu schenken. Wenn wir fair ankommen, dort uns dort ein Geschenk geht, fair ankommen. Aber für uns, die wollen abstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir für dein Wort, dass es so kraftvoll ist.
En ik dank dir dat du ons leren das. Wo wir sollen leben. Die leert ons dat. Dat wir sollen abpassen, wo te reden. Die leert ons dat. Dat wir sollen gut sein. Die leert ons dat, wanneer te kriegen en wanneer vrede te houden. Die leert ons dat. En ik dank dir, Jezus, dat die Heilige Geest immer ware leren dat. En dat du hier bent van jou. Ik bid van jou, van iedereen hier wat de boodschap laten harken dat. Ik bid, woest du in jedem een wijsheid geven, verstandnis geven en vrijheid geven in dit leven. Dat ze ihre arbeid kan doen met vrede. En dat u dat zegnen des. In naam Jezus. Amen. Estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón.
Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás Y obrando. estás obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás obrando corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres así eres tú, 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 así Halleluja. Det Herr merkt en vej for min fordi, og det er et wunder, og jeg er skødt. At en gode væk, en lud ind der trængåen. I navn Jesus.